Hi, ich habe mir für meine Pflanzenwand hier vorne dieses coole, von hinten beleuchtete Logo gebaut. In diesem Video erkläre ich wie. Schritt für Schritt, das kannst du auch. Los geht's. Als ich hier diesen Laden renoviert habe, war mir eigentlich die ganze Zeit klar, dass an diese Wand hier vorne noch irgendwie ein richtig geiles, beleuchtetes Logo dran muss. Und jetzt ist es soweit. Es ist da, mein Guck mal Logo. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Als ich diese Wand hier gebaut habe, habe ich extra dahinter eine 1,8 Zentimeter dicke USB-Platte gemacht. Falls du das genau wissen willst, das Video zu dem ganzen Umbau verlinke ich auch noch mal einmal hier oben. In diesem Video geht es aber eher um das Licht hier vorne. Ich hatte also diese Mooswand hier vorne und meine Idee war, ich wollte da irgendwas dran haben. Ursprünglich habe ich gedacht, wirklich so eine typische Neon-Leuchtreklame, wie im Moment alle das haben, aber da war auch schon das Problem, alle haben das. Und deswegen habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich hatte halt ganz schnell schon die Idee, das Ganze von hinten zu beleuchten. Aus zwei Gründen. Erstens habe ich halt gedacht, dass das cool aussieht. Tut's ja auch. Zweitens muss man dann nicht ganz so sauber mit den LEDs arbeiten. Die erste Frage war dann, will ich das Logo in weiß da drauf haben oder in schwarz? Also hell oder dunkel. Ich habe mir erstmal so eine Leiste genommen, habe dann da so einen LED-Streifen runter gemacht, habe das Ganze hier vorgehalten, einmal in hell und einmal das Ganze auch nochmal in dunkel und habe dann ganz schnell für mich entschieden, dass ich dunkel eigentlich schöner finde. Und dann habe ich die Schrift aus meinem Logo, also das Guck mal, was hier jetzt auch steht, genommen, habe mir das Ganze auf einen Laserschneider geworfen und habe mir das dann ausgesägt. Könnte man aber mit einer Stichsäge genauso gut machen. Ich hätte genauso gut von Anfang an dieses Holz dafür nehmen können. Ich hatte aber diese dünnen Sperrholzplatten da und habe einfach dann 3 Stück übereinander geklebt, also übereinander geleimt und habe das Ganze dann hinterher nochmal einmal schwarz lackiert. So matt schwarz. Und dann sah das Ganze halt so aus. Weil es halt auch so geil matt irgendwie glänzte und das meine ich finde es schön. Weil die Dinger mit dem Abstand an die Wand müssen, wie gesagt, dahinter ist eine USB-Platte, habe ich mir ganz einfach so kleine Holzstäbe, weiß nicht, 8 mm Durchmesser ungefähr, die hatte ich noch rumliegen. Das ganze Ding habe ich einfach lackiert, trocknen lassen und nach dem Trocknen habe ich das Ganze dann in so gleich lange kleine Stücke gesägt. Dann habe ich mir in die USB-Wand da hinten Löcher reingebohrt, so dass die Dinger da genau reinpassten. Die gleichen Löcher habe ich auch hier reingesetzt von der Rückseite. Ich habe das immer mit genau 3 Punkten fixiert. Das M zum Beispiel 1, 2, 3. Habe das Ganze erstmal locker draufgesetzt, weil es musste ja noch die LEDs dahinter. Aber so sah das Ganze dann am Anfang schon mal aus. Fand ich auch schon mal ganz cool, muss ich sagen. Das war Teilprojekt 1, also das Logo irgendwie aussägen, ausschneiden, lackieren in der Farbe, in der man es haben möchte. Und schon mal so weit vorbereiten, dass man es auch auf jeden Fall einfach nur noch an die Wand stecken muss. Weiter geht's dann mit den LEDs. Ich habe mich ein bisschen mit LEDs beschäftigt. Ich kannte ursprünglicherweise eigentlich nur diese LEDs, die ich immer verwendet habe. Die auch da oben in meiner Leuchtbox sind zum Beispiel. Die Standarddinger, die es halt überall gibt mittlerweile. Die hier. Das sind auf 10 Zentimetern sind da immer ungefähr 4 LEDs drauf. Man kann alle 10 Zentimeter kann man die schneiden und wieder zusammenlöten irgendwo. Man sieht hier auch, da sind so 4 Punkte drauf. Das eine ist halt der Pluspol und dann haben wir noch RGB, also Rot, Grün und Blau. Mit den 3 Farben kann man ja, was soll ich sagen, subtraktive Farbmischung, additive Farbmischung. Darum geht's hier aber nicht. Ich weiß gerade nicht mal, welches von beiden das Richtige ist. Das eine ist Druck, das andere ist Monitor. Ganz anderes Thema. Dann habe ich mir aber mal diese COB-LEDs bestellt. Da sind einfach 400 LEDs auf 1 Meter. Das heißt 4 LEDs auf 1 Zentimeter. Also 10-mal so viele LEDs wie auf einem normalen Streifen. Und das Geile ist auch, man kann die nicht nur alle 10 Zentimeter schneiden, sondern ganz einfach jeden Zentimeter kann ich das Ding auseinanderschneiden, wieder zusammenfummeln. So viel schon mal vorweg. Das ist auch der LED-Streifen, mit dem ich das hier gemacht habe. Es gibt aber noch eine dritte Art von LED-Streifen, die ich auch kennengelernt habe. Die kannte ich vorher auch nicht. Ist auch ein COB, aber der heißt irgendwie Cut Anywhere oder Cut, wo du willst. Also den kann man eigentlich überall schneiden, weil der hat den Plus- und den Minuspol nicht nur jeden Zentimeter irgendwo zum Durchtrennen, sondern der hat den einfach links und rechts permanent daneben laufen. Das heißt, man kann den, egal wo man will, überall schneiden. Der hat auch noch mehr. Was hat der? 500? Der hat sogar über 500 LEDs pro Meter. Also nochmal dichter das Ganze. Dadurch, dass der nur 2 Pole hat, Plus und Minus, hat er aber auch nur immer eine Farbe. Das heißt, ich habe hier jetzt nur Grün. Ich kann jetzt die Farbe nicht ändern. Will ich aber auch gar nicht, weil ich finde Grün, das hatte ich mir ja so ausgesucht. Ich hätte es auch rot machen können oder eine andere Farbe. Ich habe das halt, fand ich am schönsten. Als ich es vorher mit dem Stock ausprobiert habe, habe ich auch noch ein bisschen mit Farben rumprobiert und so. Und da war mir eigentlich auch ganz schnell klar,
Grün ist die richtige Wahl. Ich will das gar nicht irgendwie umändern können. Deswegen passt das alles ganz gut. Ich habe also diesen COB LED-Streifen genommen. Und ich hatte am Anfang gedacht, ja super, dann muss ich das irgendwie ein bisschen zusammenlöten oder so. Dann habe ich aber noch mal ein bisschen weiter geguckt und habe gesehen, nee, muss ich gar nicht zusammenlöten. Es gibt nämlich Steckverbinder dafür. Und es gibt nicht nur eine Sorte Steckverbinder, sondern es gibt ganz viele Steckverbinder. Es gibt einmal Verbinder, damit kann man halt so einen Streifen, wenn man ihn abgeschnitten hat, mit einem anderen Streifen wieder zusammenführen. Also könnte ich hier so einen grünen direkt an roten dran machen zum Beispiel. Es gibt aber noch einen zweiten Verbindungstyp, den ich hier benutzt habe. Und zwar ist das einer, auf der einen Seite geht halt der LED-Streifen dran, auf der anderen Seite kommt dann halt ein Kabel raus, was ich dann wieder an einen anderen LED-Streifen, das heißt, um so eine Ecke zum Beispiel zu machen oder einen Übergang von A nach B. Oder, ich sag mal so ein M zum Beispiel ist ja ganz einfach gemacht. Da kann ich mit einem einzigen Streifen, ne, alles irgendwie. Aber wenn ich irgendwo absetze, wie zum Beispiel hier bei dem C, von hier nach hier, das könnte ich einen Streifen machen, aber dann muss ich hier einen haben und hier einen haben. Das heißt, ich habe in diesem Bereich das Ganze irgendwie zusammentüdeln müssen. Dann gibt es noch L-Verbinder. Da kann man halt im rechten Winkel zwei so LED-Streifen zusammenführen. Allerdings immer nur im rechten Winkel. Wenn man sowas aber, ich sag mal, irgendwie so, keine Ahnung, einfach rechtwinklig verlegen möchte, sind diese L-Verbinder absolut richtig, weil man kann die LEDs wirklich fast bis zum Anschlag reinschieben. Man sieht nicht mal, also wenn das Ding leuchtet nachher, sieht man sowieso nicht, dass das irgendwie gestückelt ist oder so. Die L-Verbinder sind hier vorne für mich jetzt nicht zum Einsatz gekommen, sind aber trotzdem ganz praktisch. Ich habe, wie gesagt, diese ganz normalen Verbinder genommen, wo man einmal zwei Streifen zusammen machen kann oder einen Streifen, Kabel und dann das nächste. Eine wichtige Sache noch, und zwar, das ist ja nicht ein langes Stück. Also ich habe ja, hier ist ein Abstand zwischen, hier ist Luft dazwischen, hier ist Luft dazwischen und da ist Luft dazwischen. Ich habe das Ganze jetzt nicht auf einer Acrylplatte gemacht, das fand ich nicht schön, das wollte ich nicht, sondern ich wollte, dass das Ganze wirklich so, als ob schwebt, hier einfach für sich alleine steht. Deswegen musste ich halt irgendwie was machen, damit ich, also von hier geht das Ganze los und um jetzt von hier nach da zu kommen oder von hier nach da zu kommen oder von hier nach da zu kommen, habe ich das Ganze so gemacht. Ich habe mir so Mini-Stecker besorgt. Die sind schwarz, die sind da hinter diesem Blatt irgendwo und da unter dem Dings drunter gestopft und da hinten auch. Ich könnte mir das jetzt hier raussuchen, lösen und das Licht hier wäre aus. Mache ich aber nicht. Bin ja nicht doof. Ist ja gerade alles fertig. Du kannst mir das einfach glauben. Eine Sache noch, ich habe beim Testen von diesen LEDs rausgefunden, als allererstes, die Dinge haben 24 Volt. Ich habe mir also erstmal so ein 24 Volt Trafo-Netzteil besorgt, habe das dann angeschlossen und habe gedacht, hei, ganz schön hell. Also, ganz schön hell. Jetzt ist es ja so, dass ich weiß nicht, ob ich diese 5 Meter Streifen wirklich brauche. Würde ich jetzt einen zweiten 5 Meter Streifen dahinter hängen, also in Reihe schalten, dann würde das natürlich ein bisschen dunkler werden. Brauche ich aber nicht diese ganzen 5 Meter, dann wird es ja noch heller wahrscheinlich. Deswegen habe ich mir so einen Dimmer geholt, so einen LED-Dimmer, also so einen Regler. Den konnte ich ganz einfach dazwischen packen. Und siehe da, ich konnte auf einmal regulieren, wie hell oder wie dunkel ich den LED-Streifen leuchten lassen wollte. So einfach, zusammengestöpselt und ging. Das Projekt ist, das kann jeder. So viel erstmal zur Theorie. Und dann bin ich angefangen und habe diese ganzen Buchstaben auf der Rückseite alle verkabelt. Also halt diese LED-Streifen auf der Rückseite überall hingelegt. Wie schon gesagt, hier das ist ein einziger Streifen. Hier das sind 2 Streifen. Hier 3, glaube ich. 1, 2, 3. Man kann die einigermaßen gut klicken. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe beim Klicken auch schon 1, 2 kaputt gemacht. Die habe ich dann wieder ausgetauscht hinterher. Ist ein bisschen rumprobieren. Wie man sieht, hat es aber letztendlich ganz gut funktioniert. Der Strom kommt von hier, von da oben. Also pass auf, ich habe das so gemacht. Ich habe hier ein Loch eingebohrt, habe mir dann da so einen langen Stock durchgeschoben von oben, habe dann da das Kabel dran gebunden und habe das einfach oben rausgezogen. Dann habe ich das hier schön hinter meiner Fake-Pflanzenwand hinterher gefriemelt und bin dann hier irgendwo angekommen. Und oben drauf auf der Wand hatte ich halt eine Steckdose, zufälligerweise. Nee, mit Absicht, weil ich wusste ja, dass irgendwas hier vorne noch hinkommt. Deswegen habe ich da oben auch schon Strom liegen gehabt und konnte dann das Ganze einfach anschließen. Also, das Netzteil 24 Volt ist da oben, der Drehregler ist da oben und dann habe ich halt dieses Ding da oben angeschlossen. Dazu gibt's diese kleinen Mini-Teile hier. Da kann man einfach hier Kabel rein, Schraube festziehen und dann kann man die ineinander stöpseln. Ganz einfach. Und dann eine Sache noch. Ich habe mir oben drauf diese WLAN-Steckdosen draufgesetzt. Das kommt in die Steckdose, dann kann man das ganz schnell mit, wie heißt das Ding nochmal? Smart Life? Diese App, die alles kann. Anderes Thema auf jeden Fall.
Das habe ich oben zwischengeschaltet. Das heißt, ich kann jetzt das ganze Ding auch sprachsteuerungsmäßig einfach steuern. Computer, Mooswand aus. Ist aber schöner, wenn es an ist. Computer, Mooswand an. So, hat jetzt den großen Vorteil, weil ich das davor habe. Ich kann das Ding erstens per Sprache steuern, zweitens übers Smartphone steuern. Also das heißt, ich könnte sogar von zu Hause an und ausmachen. Ich kann das Ganze auch einfach mit einem Timer versehen und ich kann sogar sehen, wie viel Energie, wie viel Strom das Ganze hier verbraucht. Fand ich schon praktisch. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin ganz ehrlich, ich war überrascht, wie leicht, wie einfach das war, das Ganze. Vor allen Dingen, weil man alles nur zusammenstecken musste. Man muss nichts löten, man muss nichts irgendwie, also es ist, und für den kleinen Aufwand, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das dabei rausgekommen und es sieht richtig geil aus. Ich habe ja noch ein paar mehr von diesen LED-Strips über. Ich habe ja noch einen roten und einen grünen, ich habe auch noch den weißen. Das war auf jeden Fall nicht das letzte LED-Neon-Schild-Ding, was ich hier gebaut habe. So, und jetzt kannst du selber sowas bauen. Aber bevor du anfängst, sowas selber zu bauen, guck noch mal einmal nach, ob du meinen Kanal eigentlich schon abonniert hast. Weil wenn nicht, warum nicht? Ja, das war's schon wieder für heute. Kurzes, knappes Video. Okay, ausführliches Video, aber total einfach erklärt. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, das kann eigentlich jeder. Also, wenn du es hinkriegst, mit einer Stichsäge irgendwie einen kleinen Buchstaben auszusägen und dir so ein paar Abstandhalter zu basteln, dann kriegst du es auch hin, die LED dahinter zu klemmen. Mit diesen Klemmern. Und das ist doppelseitiges Klebeband sogar. Also das ziehst du in den ab und dann kannst du es, hält schon. Aber für heute reicht es erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ihm ist ein Licht aufgegangen